Männer als auch Frauen wünschen sich einen trainierten und flachen Bauch. Eine straffe Körpermitte wirkt einfach extrem anziehend und sexy. Was sich viele wünschen, haben in der Praxis aber nicht viele. Denn hinter einem Sixpack steckt eine Menge Arbeit. Aber Kopf hoch, denn mit diesem Video kannst du die Person sein, der im Sommer am Strand alle nachschauen. Für ein Bauchmuskeltraining brauchst du nicht viel Zeit. 5 bis 10 Minuten am Tag reichen völlig aus. Die regelmäßige Arbeit an einem Waschbrettbauch zahlt sich wirklich aus. In diesem Video zeige ich dir die besten Übungen, mit denen du in der nächsten Badesaison eine gute Figur machst. Viel Spaß! Lass uns direkt beginnen. Übung Nummer 1: Sit-Ups. Lege dich in Rückenlage und halte die Hände an den Hinterkopf. Die Position der Hände ist nicht fest vorgeschrieben. Manche legen sie auf die Brust oder halten sie in der Luft. Schaue, was sich für dich am besten anfühlt. Die Beine sind angewinkelt und aufgestellt oder schweben im rechten Winkel in der Luft. Beide Varianten sind sehr gut, schau einfach, was für dich am besten ist. Hebe nun deinen Oberkörper an und senke ihn anschließend wieder kontrolliert. Lege die Schulterblätter nach jeder Wiederholung nicht auf den Boden ab und belasse deine Spannung im Bauch. Bei dieser Übung wird besonders die gerade Bauchmuskulatur und die Hüftbeuger trainiert. Bei der Anzahl der Wiederholungen gibt es verschiedene Systeme, die man anwenden kann. Du kannst eine feste Wiederholungsanzahl, zum Beispiel 30 Stück, oder einen festen Zeitraum auswählen, in dem du die Übung durchführst. Wichtig ist, dich vom Training zu steigern. Steigere also deine Wiederholungsanzahl oder deinen Zeitraum, an dem du diese Übung durchführst. Falls du dich fragst, was der Unterschied zwischen Sit-Ups und Crunches ist, es ist die Distanz, die man aus der Rückenlage hochgeht. Bei Sit-Ups wird der Oberkörper in eine fast aufrechte Position gebracht. Bei Crunches bleibt der Oberkörper in einem angeschrägten Winkel und wird danach wieder in die Ausgangsposition verbracht. Man geht also nicht ganz so hoch. Beide Übungen sind wirklich super. Probiere sie gerne aus und schaue, welche für dich persönlich die bessere Variante ist. Übung Nummer 2: Planks. Wir alle kennen die Übung Planks oder in Deutsch Unterarmstütz genannt. Sie ist eine der bekanntesten Fitnessübungen überhaupt. Der Unterarmstütz ist nur effektiv, wenn er richtig ausgeführt wird. Das Wort Planks heißt Brett und genau das sollst du mit deinem Körper machen. Spanne deinen Körper an und lasse nur deine Fußspitzen und Unterarme auf dem Boden aufkommen. Dein Kopf ist zum Boden ausgerichtet. Achte darauf, im Rücken kein Hohlkreuz zu bilden. Sorge für eine feste Spannung im Rumpfbereich. Kneife die Pobacken zusammen. Die Schultern sollten für den besten Effekt leicht zurückgezogen werden. Der ganze Körper soll angespannt sein. Für die Übung brauchst du nur dich und eine weiche Unterlage, damit die Ellbogen nicht zu stark belastet werden. Mehr ist nicht notwendig. Die Unterarmliegestütz trainiert dazu nicht nur gezielt die Bauchmuskulatur, sondern viele weitere Muskeln des Körpers. Dies ist wichtig, um eine einseitige Überbelastung zu verhindern. Weitere Vorteile dieser Übung erkläre ich dir in dem oben rechts eingeblendeten Video. Übung Nummer 3: Der Russian Twist. Für den Russian Twist nehme dir einen Gegenstand in die Hände. Umfasse diesen Gegenstand mit beiden Händen und setze dich auf den Boden oder eine Fitnessmatte. Lehne dich etwas zurück und hebe deine Beine an. Während du den umfassten Gegenstand nach links und abwechselnd nach rechts bewegst, balanciere dein Gleichgewicht aus. Du trainierst beim Russian Twist sehr gut die seitlichen Bauchmuskeln, die natürlich nicht zu kurz kommen dürfen. Es ist bei dieser Übung übrigens nicht wichtig, dass du einen schweren Gegenstand in die Hand nimmst. Fange am Anfang mit einem leichten Gegenstand an, steigern kann man sich immer noch. Übung Nummer 4: Die Radfahr-Crunches. Radfahr-Crunches werden auf dem Rücken liegend ausgeführt. Bringe die Beine in eine aufrechte Position. Hebe deinen Oberkörper leicht an. Platziere die Hände hinter dem Kopf. Ziehe nun abwechselnd die Knie deiner Beine zur Körpermitte und versuche das Knie mit dem Ellenbogen deines gegenüberliegenden Armes zu berühren. Es ist nicht wichtig, dass sich Knie und Ellenbogen tatsächlich berühren. Führe die Übung kontrolliert aus. Hier zählt besonders die sogenannte Time Under Tension. Dies bedeutet, dass es auf die Zeit der Übungsausführung ankommt und nicht allein auf die Wiederholungsanzahl. Primär wird bei dieser Übung die vordere und sekundär die seitliche Bauchmuskulatur trainiert. Übung Nummer 5: Die Schere. Für die Schere bringe dich in Rückenlage. Hebe beide Beine an
und spanne deine Bauchmuskulatur an. Bringe in der Luft abwechselnd das rechte und dann das linke Bein über das jeweils andere, sodass es eine flüssige Bewegung ergibt. Wenn dir diese Übung zu einfach ist, kannst du deinen Oberkörper zusätzlich leicht anheben und deine Hände hinter dem Hinterkopf fixieren. Bei der Schere werden primär die geraden Bauchmuskeln trainiert. So schön ein Waschbrettbauch auch sein mag, achte auf ein ausgeglichenes Training. Das lediglich einseitige Training der Bauchmuskeln kann zu einer muskulären Disbalance führen. Es ist daher auch sehr wichtig, die Gegenspieler, die Rumpfmuskulatur, gut zu trainieren. Ein gutes Bauchmuskeltraining ist natürlich Voraussetzung für einen trainierten Bauch. Allerdings wird man auch die trainiertesten Bauchmuskeln nicht sehen können, wenn sie unter dem Körperfett liegen. Es ist daher wichtig, neben dem Training auf einige weitere wesentliche Aspekte zu achten. Im Grunde handelt es sich um 3 wesentliche Faktoren, unter deren Beachtung ein Sixpack für wirklich jeden schaffbar ist. Welche Faktoren das sind, erkläre ich dir in dem links eingeblendeten Video. Der Traum von einem trainierten Bauch muss kein Traum mehr bleiben. Klicke doch kurz hier drauf, dann geht es weiter. Bis gleich. Körperglück. Finde dein Körperglück.